Hallo? Ja. Ich bin jetzt hier live. Hab genau nach der Sekunde geachtet, hier 14:30 Uhr, wie gesagt. Und wir wissen ja, heute kommt ja die Super Smash Bros. Videopräsentation von Sakurai, wo wir ja mal Infos zu den Helden von Dragon Quest erfahren werden. Ich habe durch die Twitter-Seite offen, hat den einfachen Grund, bei Events weil ich finde auf der offiziellen Nintendo-Seite. Danke für die 100 Abonnenten. Ich finde auf der offiziellen Nintendo-Seite von YouTube sehe ich noch nichts. Drückt man da drauf, dann guckt keine Videos, das steht nicht von geplanten Aufnahmen. Habe nachgeschaut, da war nichts. Ich habe jetzt die Twitter-Seite offen. Da wird es bei YouTube nochmal aktualisiert. Erstmal auf die normale Seite, ob es da auch noch nicht angezeigt wird. Wenn nee, nein, keine Songs, ich finde es nicht, ja. Ich finde, also es wird gar nicht angezeigt bei YouTube, ich habe bloß die Twitter-Seite offen, ansonsten kann ich nichts machen, ja. Wir erinnern uns noch bei der E3. Was in Deutsch? Da. Jetzt hört ihr es. Es begann mit einem Video. Damals war ein Smash-Video. Und da wurde Hero ja vorgestellt. Das war das letzte, wo wir Hero gesehen haben. Ja, ansonsten kam nichts. Es gab Leaks, es gab Gerüchte über eine Direct.
Und jetzt, wir haben schon bald August, ja, und der soll Sommer kommen. Stoppen. Guck, so. Das war das letzte, was wir von Hero wissen. Ja. Und zwar dann kam Start Release Zeitraum und zwar Sommer 2019. Wir haben die ganze Zeit gewartet auf den Sommer und das war am 11.06. Und wir haben so lange gewartet und da kam nichts. Es gab die ganze Zeit Leaks, wann diese Teile kommen, wann es kommt. Und jetzt hat Nintendo offiziell hier um 15 Uhr eine Nintendo-Präsentation, eine Super Smash Bros. Präsentation von Sakurai, wo die mehr über den Hero sagen werden, ja. Ansonsten haben wir nichts, ja. Das war das Einzige, was wir zu Hero wissen. War wirklich das Einzige, was wir zu Hero wissen. Ja. Weil wir wissen von Hero nichts. Ja, das heißt, wir wissen nicht mal, was sie für Fähigkeiten haben. Da haben wir bloß eine Trailer, aber nichts Konkretes gesagt. Das wird sich heute ändern. Und was wir hoffen ist der Release. Der Release-Zeitraum zur Hero. Es gab Gerüchte, dass man den 4., es wurde 5 DLC, muss ich kurz nochmal schauen, wo ist das? Nein, nicht die Videos, sondern das andere. Den 5, wo ist das denn? Boah, wo ist das? Oh, was ist denn das Video? Blend war es auch nicht. Aber wo ist das? Ich zeige kurz mal. Laden.
Wie wurde das gesagt? Guck. Wurden 5 DLC-Charakter angekündigt, die sollen bis nächstes Jahr kommen. Soll nächstes Jahr kommen, bis 2020. Und dann für Mitglieder kann man dann, also 5 DLC wurden angekündigt, da wissen wir nichts. Und, so wie es war, Signal. Ansonsten wussten wir nichts. Moment, kurz mal die Seite neu laden. Und jetzt in weniger als 19 Minuten werden wir mehr zur Hero wissen. Mehr. Also so sind die aktuellen Fakten, ja, zu Hero. Ja, das bedeutet, wissen noch nichts Konkretes. Auf jeden Fall. Ansonsten wissen von Hero nichts. Es gab Leaks, es wurde, ja, und, tja, nun, wir wissen nicht mal, was wir erwarten werden, ja. Wir werden vielleicht von den Spirits erfahren, wo kamen, ja, wir wissen ja, es kamen ja Spirits bei, ich schau mal kurz bei der Nintendo-Seite mal nach, ob es da auch so das Video so gibt. Nintendo. Jetzt mal auf die englische Seite. Wettbewerb, Kundenservice, ich möchte nicht auf die Nintendo-Seite gehen. Der Ultra Smash, eine Videopräsentation.
Okay, ich habe geschaut auf der Nintendo-Seite. Auf der Nintendo-Seite kommt nichts von der Direct. Wir müssten das hier anschauen. Weil ich auch immer, ob die Seiten sie aktualisieren. Ja, ich muss es auf Twitter anschauen. Es gibt keinen anderen Weg vorbei. Wir müssen es auf Twitter anschauen. Beginnt die Direct. Ich gebe mal ein. Eine Fake. Eine Fake Direct gerade. Weil viele machen ja solche Fakes, aber tja, ich warte eher. Wieso können. Ich weiß, es kommt eine Direct, ja. Aber wieso nicht auf YouTube? Wieso nicht auf YouTube? Nie auf Nintendo Deutschland. So. 12 Minuten noch, dann startet die Präsentation. Wir werden dann wissen, was uns erwarten wird, wann der Release ist. Ja, weil ich möchte gerne wissen, wann der Release ist. Weil wisst ihr, was ich immer machen tue? Immer Super Smash Bros. Ultimate updaten. Verwende die neueste Version dieser Software. Ich tue immer die Smash Bros. Updaten. Tue immer Smash Bros. Updaten. Ja, weil Update 4.0 kommt. So, noch insgesamt noch gleich 10 Minuten, dann geht's los. Ich bin so gespannt, was Sakurai uns verraten wird, welche neue Infos geben wird und auch den Release. Vor 10 Minuten. 10 Minuten langweilen.
würde ich sagen. Nun wirklich jetzt 10 Minuten noch warten. Und diese geht 22 Minuten. 22 Minuten um 15:22 Uhr wären wir so fertig. Ich hoffe, dass die Tour das halt nicht abstürzt. Da bin. Pass mal auf. Sag kurz mal auf YouTube, ob es da kommt. Wenn nicht, dann müssen wir. Gleich geht's los. Aber so jetzt nochmal, ob sie Ne, keine Songs. Ich habe nochmal nachgeschaut. Nee, da kam gerade nichts. Wie gesagt, jetzt gleich geht's los. Ich bin so gespannt. 6 Minuten.
5 Minuten. Bin so gespannt. Aber wenn die und keiner mit zuschaut, ja. Ich hoffe nicht, dass der heute schon released wird, dann muss ich dir gleich ein Livestream machen. Nochmal ein. Ich hoffe mal nicht. ...25 Minuten geht es so in der Livestream. Boah, also... Guck mal, in den E-Shop. Noch 2 Minuten. Sag mal im E-Shop, da steht bloß. Wir sind Joker. Dann Hero ist Nummer 2, was ja diesen Sommer erscheinen wird. Da hoffen wir, dass wir heute ein Release bekommen werden. Dann 3 ist Banjo und 4 und 5 wissen wir noch nicht, wer die sind. Da sind noch 2 Briefe noch. Und die Frage ist nun, welche 2 Charaktere werden es noch sein? Schnell weg. So, gleich geht's los in einer Minute. Ich bin so gespannt. Ich hoffe nicht, dass die Twitter-Seite abstürzt. Und noch kein Zuschauer. Ich schau kurz mal bei. Gleich geht's los. Ich bin so gespannt. Ihr auch, also ich bin so gespannt jetzt. Was werden wir jetzt erfahren? Gleich geht's los. In 10 Sekunden. Ich soll jetzt doch losgehen. Was?
Ja, guck mal die Seite. Oder muss ich auf die Nintendo-Seite? Guck mal, die Seite mal neu laden. Wo ist denn die Direct, Mann? Was soll der Mist? Warte. Hä, wo? Ultimate. Nein, nicht online. Okay, wo? Wann beginnt die Präsentation? Oh, come on. So, jetzt hat. Sehr schön. Sehr schön, Leute. LOL. Dann nochmal die Seite.
Hello everyone, I'm Masahiro Sakurai, the Endlich. director of the Super Smash Bros. Ultimate game from Sora Limited. Long time no see. The hero from Dragon Quest is joining the battle, and that means I have some new information to share with you. Usually, we prepare a script for Nintendo Direct, and we have editors put various cuts together, but this time, I'd like to take more of a live stream approach and present it myself. We don't have much of a budget for this. While I discuss, I'll be playing with the controller as well. I hope you enjoy it. But before we get into it, I should mention that the Dragon Quest series began in 1986. It's an iconic Japanese role-playing game. It wouldn't be an exaggeration to say that Dragon Quest was what popularized RPGs in Japan, and beyond that, it's a top-notch game that's become a cultural phenomenon. The latest entry in the series is Dragon Quest XI's Echoes of an Elusive Age Definitive Edition, which is releasing soon on Nintendo Switch, so please look forward to it. Today, I'll be playing the development version of the ROM, so there may be parts where the camera seems different from the version you have at home. I hope you understand. Yeah. Here's a lineup of all 4 heroes. I think, to some, this scene alone might seem pretty astonishing. This one is the hero from Dragon Quest XI's, the one that's releasing soon. The 16-year-old was dubbed the Darkspawn, and he wields a weapon called the Supreme Sword of Light. Now for the hero from Dragon Quest III. This is the hero Erdrick, and he's 16 years old. Okay. He's equipped with Erdrick's sword. Actually, in 3 and 11, the hero's shield designs are almost identical, but Also we've der changed Schild them ist up da a bit. kleiner? It's all in the details. Next, the hero from Dragon Quest IV, Chapters of the Chosen. This 17-year-old is the ancestor of the bride from Dragon Quest V, Hand of the Heavenly Bride. He's equipped with the Zenithian sword. Lastly, the hero from Dragon Quest VIII, Journey of the Cursed King, an 18-year-old who isn't affected by the curse. Munchie is in his pocket, and as a former royal guardsman, he's equipped with the Dragovian King sword. That said, it may be a bit tough to distinguish them using just the name hero. So if you want to refer to each of them individually, here are their names. The hero from 11S is 11, the hero from 3 is Arusu, the hero from 4 is Solo, and the hero from 8 is 8. You can use these names to reference them if you'd like. Also, they each have a color variation. The coloring and design of these variations are based on characters from the series. Can you guess who they are? Okay. This is actually the very first time that the heroes from the Dragon Quest series have been able to fight each other. It was allowed to finally happen in Super Smash Bros. Ultimate, and for that, I am very grateful. Okay. Each hero has a different voice actor, and I'd like to introduce them now. Here they are. The hero from 11 is Mitsuki Saiga. This hero speaks in 11S, but the action in this game is different, so her voice acting needed a bit more oomph. The hero from 3 is played by Nobuyuki Hiyama. You might say the King of Braves is playing the hero, but he voiced Link in the original Super Smash Bros. And Super Smash Bros. Melee games, so you could say he was already a hero. He's definitely a pro, and out of all the voice actors, his recording session went the fastest. The hero from 4 is voiced by Takeshi Kusao. He's a veteran voice actor, and asks for a lot of detail on the backstory of his character, and this has carried over into his performance. Wie, es kommt The nicht hero auf from irgendeinen 8 is Nintendo-Kanal. voiced by Oder Yuki nicht? Kaji. It was apparently a dream of his to do voice work for the Super Smash Bros. And the Dragon Quest series, so he was happy to have both dreams come true at once. The heroes from 3, 4, and 8 are being voiced for the first time in the series, and calling out the spell names is also the series first. Heroes moves. Oh! Now, let's get a look at these fighters in action. The animations are a bit more energetic than the standard sword users, since we aim to match the style of Akira Toriyama.
Sometimes the hero's smash attacks result in a critical hit. It happens at random, but when it does, you'll perform an extra strong attack. These critical hits actually match the look of critical hits in various installments of the series. Note the subtle nuances. The hero is equipped with a shield, which can block various projectiles. His forward tilt is a shield bash attack that can also be used to block projectiles. His neutral special is the Frizz family of spells. Frizz, Frizzle, and Kafrizz. Oh, so viel Schaden. You can stop your charge in the middle by shielding, and then you can resume charging again. Then you can store the full charge until you're ready to unleash it at any time. However, even if you've charged up a Kafrizz, nothing will happen if you don't have enough MP at the time, so be careful. Hero's side special produces zap-type spells. Enter the command quickly for a zap, which is a good way to keep opponents in check. Hold it down a little longer for a zap, which has a pretty good reach. And if you charge it up all the way, you'll let loose a Kazap. Each of these spells will use your sword with lightning to power up your attacks. Next is the Whoosh family of spells, which can be used for recovery. Performing a short up special results in a whoosh. Charging it a little bit results in a swoosh. And charging it up all the way results in a kaswoosh. You can only store charge with Frizz type spells. A whoosh is fairly stunted, requiring only a little MP. A swoosh actually provides a bit more lateral movement. A kaswoosh allows you to recover even if you fall pretty far. Also, whoosh type spells can blow enemies into the air. Okay. Nice. That way you can interfere with opponents. Next is Hero's down special, Command Selection. His down special pulls up a random list of commands. Doing so allows you to use a spell or other move. Simply raises your attack power. With a fully charged smash attack, you can deal this much damage. Now for Psycho. It increases the power of your next attack. The difference between this one and is that it can only be used once, but the effect lasts until your attack finishes, even if you miss. Next up, Bounce. It reflects your opponent's spells and other projectiles. Protect. If you both cast Bounce, this will happen. What? The effect of the reflect will be exponential. Heal lets you reduce your damage percentage. Flame Slash can spread damage to a wide area in front of you. Crackle Slash can freeze opponents. Accelerator significantly increases your speed. Kaboom sets off a mighty explosive spell. Snooze puts opponents to sleep. That way, you can follow it up with a beefy attack. Maybe something like Hatchet Hand. And then there's Thwack. This fearsome spell could potentially KO an opponent in one hit. However, the opponent's damage percentage will ultimately determine the effect. So if their damage percentage is low, it's less likely to activate. Zoom. This spell is well suited for recovery. As demonstrated, it lets you recover from anywhere, but you may hit your head on the ceiling. Du musst mir alles da merken. Ka-clang. When you cast the spell, you become impervious to attacks. But watch out for a Metal Slash. Metal Slash is a skill that can KO a metal opponent in one hit. Hocus Pocus is a spell with unpredictable Hocus effects. Pocus ist ja von Looks like it slowed me down. But not all of its effects are bad.
sometimes good things happen too. Magic Burst. As you can see, my MP is depleting rapidly because the spell uses all your remaining MP to deal massive damage. The amount of MP you have will determine how effective it is. And finally, Kamikaze. This spell produces an extremely powerful explosion, but this also results in self-destruction. He has many different special moves. In fact, of all the fighters, Hero has the highest number of them in the game. You can close the command selection before choosing a spell by pressing the R button. That way, you can try again and hope for a different set of spells. That's his final smash, Giga Slash, and it's no mere pizzazz. This move calls upon all the past protagonists to lend the hero their power for one mighty blow. Instant kill. This attack has a high vertical range, and if it's within 4 in-game meters, it will connect. Also ob was bringt? Okay, man kann da nicht entkommen. The command selection move is unlike any other in the game. It may be a bit hard to imagine how it works, so I'll fight a CPU opponent for a while. Okay. I'm fighting at Yggdrasil's altar. I'm the hero from 8, and the CPU is the hero from 4. The stage starts off on this platform, which begins to rise. You can use Frizz to keep opponents in check without charging. I'll use Zappo from a distance. The CPU's counterattacks are pretty good. I think I'll try a command selection. Snooze. Good stuff. Kaboom. I'm a little low on MP, so I'm going to attack to refill it. But meanwhile, the CPU filled up their final smash meter. Not going to let him use it. Oh, critical hit. Heal. I'll go ahead and use Accelerator. And the final smash. Hope I can finish him off. Nice. Oops, I used Hatchet Man, but ended up blocking a projectile with it. Oh. Platform. Is he going to do it? Ooh, he got me. I was trying to counterattack with the Crackle Slash, but he got me. And at the edge of the screen, no less. In these free-for-all battles, it's pretty... Video kurz mal stoppen. Ich brauche einen. Wo ist denn mein Stift? Ach, da vorne. Jetzt können wir weiter anschauen. Oh, time's up. New state. Yakatasi. This stage is called Yggdrasil's Altar, and it's based on a location in Dragon Quest XI's. One difference is that the platform rises, which is very Super Smash Bros. We're passing close by Cetacea. After that, we'll be able to see all of Erdrea. The giant tree in the background is an important point in Dragon Quest XI's. You can see a Taco walking by. While the Taco is out there, some sort of platform will appear. We just passed Arborea.
and you can see what looks like a rainbow bridge. And now we pass havens above. You'll see slimes appear in the background, but sometimes you'll see liquid metal slimes appear too. Those are really rare. Hier sowieso gleich. Weg. Aus. As we pass Cetacea again, we draw near to the giant tree. As we make our way up the tree, we can see a light, which also appears in Dragon Quest XI's. And then we finally make our way back around. By the way, there's something over here. Sometimes a treasure chest appears at this stage, as you can see here. If you open it, you get an item. But it could also be a trap. Ouch. Oh! It's a Das minute. ist fies. If you try your hardest, you might defeat it. You don't have to fight it, but if you manage to beat it, you'll get an item. Huh. Although Yggdrasil's altar is based on the world of 11S, I felt it would be unfortunate to have only 1 or 2 songs from that game. So instead, we decided to compile a collection of field and battle tunes for each hero. Here's what it looks like. Players who have an emotional attachment to specific music tracks can use the My Music feature to pick their favorite ones to play. Of course, you can also enjoy them by using the sound test feature. You won't be able to select the famous prelude that way, but the end of the prelude will play during the hero's victory screen. We've also added other content, including something for the spirit board, so please look out for that as well. The hero's victory screen. We've also added other content, Wie? Oh, da ist wieder eins. Achso, da gibt es wenige? Wie gibt es denn? Ein besseres Spirit Board gibt es ja. Also, es sind wenige. Okay, 3 einfache, 1 schwer, 2 schwere, dann der müsste mir doch bekannt vorkommen. Das ist doch einer, den wo ich noch nicht besiegen konnte. Und dann eine Legende noch. Also da bin ich gespannt. including something for the spirit board, so please look out for that as well. Classic Hero. Gibt mal wieder ein Classic Mode Hero Route. Achso, da geht es um Hero. Hero will be available on Tuesday. Erscheint am 30.07. Was für einen Tag haben wir heute? Erscheint heute schon? Was? July 30th. If you have the Fighter's Pass, you should be able to get him right away.
Mhm. We're also planning to make him available individually for $5.99. We're also adding in new Mii Fighter costumes. Please take a look. New Mii Fighter costumes. Welche Kostüme gibt es denn? Werde ich auch kaufen. Round 2. Ja, bitte, welches sind es? Okay, Dragon Quest. Aus Dragon Quest? Veronica Swordfighter. Okay. Nochmal Dragon Quest? Was ist denn hier los? Mhm, nicht schlecht. Ja, wir schreiben mir die nicht auf. Martial Artist. Waller. Schleim. Okay. Heute schon. Was ist denn? Okay, und keine weitere. Mhm. $75. Okay. Along with Hero, the version 4.0 update will also be available. 4.0 Update. So, was ist bei was 4.0? Okay, New FS Meter Time Limit. Time limit. There will now be a time limit on the final smash meter. That'll make it harder to use your attack range to play a waiting game. So I think it's better to Ach, just use das your final verschwindet smash auf minutes einmal. rate. It will stick around Also, for a man muss while, ganz and you'll be schnell able machen. to tell how long you have by looking at the meter, which will deplete over time. Okay. Was? Dann neue Advanced Mode Difficulty. Okay. Okay, also es gibt noch mal eine schwierige. We're also adding a very easy difficulty to adventure mode, so if a battle is just too difficult, Nein! Sehr... Alter, wieso sehr leicht? Was haben die sich dabei gedacht? Menno. for you to clear, or if you simply want to have a relaxing time playing, please try it out. News. Spectate. Mode Features. Gibt es... Was ist das? Another new feature will let you try and predict the winner during spectate mode. Then you can exchange the points you accumulate for an item. Ach so! Even if your prediction is wrong, there's nothing to lose, so I suggest supporting fighters to your heart's content. Online Tournament Mode? Oh! Okay. Das habe ich gewartet. Ich habe darauf gewartet, dass da online auch... Online... Tournament...
An online tourney mode will also be added in. To enter an in-game tourney, all you have to do is select the mode. The rules are preset, but they'll change periodically. I hope you enter these tourneys over and over. We also plan to hold special event tourneys from time to time. Held time to time. What's more, there are other new additions, like being able to insert screenshots into the videos you edit, and being able to consecutively play videos that have been added to shared content. Plus, there are new amiibo available now. Isabel, Also, ja, Pokemon Trainer, Pokémon Trainer. and Pichu. Pichu, wann kommen die? Das sind so viele Features. Each one will be available in a yellowish package, so keep an eye out for them. Was, jetzt ist schon erhältlich? What? Stimmt, die gibt's schon. Oh. Okay. Finally, the fighter known as Hero will be distributed soon, but Dragon Quest XI's Echoes of an Elusive Age Definitive Edition will release on September 27th, so please check that out as well. We tried a live stream-like format this time, but I'm still not sure if we will do this every time a new fighter is released. Regardless, I hope you have fun with Hero. See you next time. Okay. So viele neue Infos. Alter, was zum... Ich komme damit nicht klar. Ganz klar, hier sieht man dann Tournament und neue Spirits. Also, die werden auch noch kommen. Und das Beste ist, es erscheint heute. Richtig gut. Heute erscheint der Release. Aber wann? If you have the Fighter's Pass, Und hier sieht man Banjo. Also es erscheint heute. Also ich bin so überrascht, dass die heute schon ankündigen. Nur die Frage ist nur, wann wird meine wann wird wo kommt das Update? Muss ich meine Switch neu starten, weil Leute, ich habe ein Problem. Er hat gesagt, es gibt es heute. Ja.
doch doch heute. Tja, nun, es gibt ein kleines Problem und zwar, wollte jetzt nicht. Ich muss kurz was nachschauen, wann der Hero Release genau ist. Das ist heute. Hat doch gesagt heute. Ich muss meine Switch neu starten, weil wenn die sagten, es kommt heute, warum wird es bei meiner Switch nicht angezeigt? So. Hat er wirklich gesagt 30.? Ja, today. Also doch heute. Leute, ich weiß nicht, was gerade los ist mit meiner Switch. Der will das Update nicht machen. Also wir verwenden die. Die Frage ist nun, ich schau kurz mal auf der Nintendo-Seite mal nach. Seite. Okay.
31. Meint ihr wirklich 31.? Du meinst... Ich muss mir nochmal die Direct anschauen. Ich schau mir nochmal die Direct an. Also wirklich heute? Fighters Pass, you should be able to pick their favorite ones to play. Of course, you can also enjoy them by using the sound test feature. You won't be able to select the famous prelude that way, but the end of the prelude will play during the hero's victory screen. We've also added other content, including something for the spirit board, so please look out for that as well. Hero will be available on Tuesday, July. Doch 30. Wieso ist denn an... Hä, doch am 30.? Hä? Werbe 30. Juli. Heute. Ja, aber wann? Wann kommt der? Der müsste... Soll das sein? Ich konnte kein Update. Ich soll auf die deutsche Nintendo-Seite gehen. Lass nochmal durchlaufen, ansonsten gehe ich mal auf Nintendo Deutschland, ob das da so. Peggy 12.皆さんこんにちは。大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルディレクターの光が見えますね。そして離れていくような周遊ステージとなっています。ところでここにはギミックがありまして、このステージには時々宝箱が出現します。この宝箱を開けるとアイテムが出てきます。だけど中には困ったものもありました。予定です。ファイターパスを購入済みであれば、その勇者は7月31. Also morgen? Also morgen kommt es erst? Das war glaube ich für die Amis, für Amerika, dass das heute erhältlich ist. Aber für uns heißt es morgen. Ich würde sagen, ich mache morgen den Livestream zu Hero. 31日水曜午前中に販売する予定です。ミーファイターも追加しました。こちらをご覧ください。
みであればそのままゲットできることと思います。Welches Frühjahr im Herbst und Kämpfer 4 und 5. 単体でも650円で販売する予定です。ミーファイターも追加しました。チャージ切り札に時間制限が入ることになりました。攻撃範囲で形成するマッチプレイなどをしにくくなりましたので、景気よく使ってしまうのが良いと思います。ただ、減るまでの勇者は7月31日水曜午前中に配信予定です。ファイターパスを購入機能で静止画を使えるようになったり、みんなの投稿で動画を連続再生できるようになるなど、細かい修正点がいくつかあります。ポケモントレーナーとフィットなくライブ風に番組を設定してみましたが、新しいファイターが出るたびにこれをやるのかどうかというとちょっとわからないところがあります。でも今回はとにかく勇者を楽しんでいただ今回はなんとなくライブ風に番組を設定してみましたが、新しいファイターが出るたびにこれをやるのかどうかというとちょっとわからないところがあります。Also, Leute, ich muss euch leider enttäuschen, was der Hero angeht. Die meinten das bloß für die Amis, ja, und wir bekommen es erst morgen. Einen Tag vor meinem Geburtstag. Menno, ich war die ganze Zeit, warte ich so auf den Hero, tu es immer aktualisieren und jetzt hat auf einmal morgen. Oh. Deswegen kommt da nichts. Einen Tag schlafen, dann kommt das. Also wie gesagt, morgen. Guck, neueste Version. Morgen kommt Update 4.0. Ich würde sagen, oh Crazy Smith sagt nun. Man sieht ihn am Morgen zum Hero-Video. Stream wieder, wo wir dann Hero dann ausprobieren werden, ein Update 4.0 machen werden. Also bis dahin, euer Crazy Smith sagt nun tschüss.